Kennst du das? Du drückst die Säge gegen das Holz und plötzlich, zack, Stillstand. Nichts geht mehr. Man hört nur noch ein komisches Brummen. Warum ist der Motor nicht einfach nur langsam weitergelaufen? Warum hat er genau an diesem Punkt schlagartig aufgegeben? Um das zu verstehen, schauen wir uns am einfachsten die DNA des Motors an, seine Kennlinie. Diese Kennlinie ist sein genetischer Fingerabdruck, die Drehmomenten-Drehzahl-Kennlinie. Sie zeigt uns auf einen Blick, wie viel Kraft, genauer welches Drehmoment, der Motor bei welcher Drehzahl liefert. Und damit verrät diese Kurve uns, warum die Säge eben versagt hat. Das grüne Lastmoment des Drucks lag über dem maximalen Drehmoment des Motors. Deswegen musste der Motor aufgeben. Mein Name ist Jan Jellow, ich bin Professor an der Rheinischen Hochschule und möchte dir helfen, deine nächste E-Technik-Prüfung zu bestehen. Normalerweise arbeitet der Motor ja auf der steilen Flanke. Das Geniale an dieser Flanke ist, wenn die Last steigt, bricht die Drehzahl kaum ein. Und wozu soll das gut sein? Zum Beispiel für den Betrieb einer Rolltreppe. Es sind ja nicht immer gleich viele Passagiere darauf unterwegs. Der Motor regelt sich von selbst nach. Die Frage ist, woher weiß man, welches Drehmoment für den Asynchronmotor das richtige ist? Das ist einfach. Man verwendet die Leistung, die auf dem Typenschild des Motors steht. Die setzt man in die Gleichung P gleich m mal Omega ein. Die Motorleistung ist proportional zum Drehmoment. Je größer die Leistung des Motors ist, umso mehr Drehmoment kann er auch liefern. Beispiel: ein Asynchronmotor, der eine Pumpe für Abwasser antreibt. Auf dem Typenschild steht, dass der Motor eine Leistung von 7,5 kW hat. Damit wäre das P schon mal bekannt. Die Frequenz F in der Gleichung bezieht sich nicht auf die 50 Hertz der Stromversorgung, sondern auf die Drehzahl der Welle. Die wird aber in Umdrehungen pro Minute angegeben. Man muss F also durch N darstellen, also ein Sechzigstel der 1430 Umdrehungen pro Minute angeben. Dieser Motor hat demnach ein Nennmoment von 3 kN. Der Motor ist also für ein Lastmoment von 3 kN gebaut. Dieses Lastmoment kann völlig unabhängig von der Drehzahl sein. Ob der Motor die Rolltreppe schnell oder langsam bewegt, beeinflusst nicht die Gewichtskraft der Personen darauf. Es gibt aber auch Lastmomente, die von der Drehzahl abhängen. Die Kennlinie der Last ist dann nicht waagerecht, also nicht konstant, sondern sie steigt mit der Drehzahl. Warum? Wasser ist eine träge Masse. Je schneller sich die Schaufeln drehen, desto stärker wirkt die Trägheit und die Reibung des Wassers. Und desto höher wird sein Lastmoment. Darum ist es leichter, Wasser mit einer kleinen Drehzahl zu pumpen, als mit einer hohen. Kurz, Wasser setzt der Pumpe ein Lastmoment entgegen, das von der Drehzahl abhängt. Das Gegenmoment durch das Wasser steigt meist quadratisch mit der Drehzahl an. Diese Kennlinie schneidet die durchgezogene Kennlinie der Asynchronmaschine im Arbeitspunkt. Im Arbeitspunkt ist das Drehmoment des Motors genauso groß wie das Lastmoment, das ihm durch das Wasser entgegenwirkt. Der Motor arbeitet im Nennbetrieb, denn es stellt sich eine Drehzahl ein, bei dem der Motor die auf Dauer maximal mögliche Leistung erbringt. Frage: Gibt es beim selben Motor auch andere Arbeitspunkte? Na klar, stell dir vor, der Filter der Pumpe setzt sich zu. Fäkalien und Klopapier erschweren die Pumparbeit. Das heißt technisch, dass sich das Lastmoment erhöht. Im Diagramm verschiebt sich die Lastkennlinie aber nicht komplett nach oben, wie vorher im Fall der Säge, aber sie verbiegt sich nach oben, sie wird steiler. Mit ihr steigt der Arbeitspunkt. Der Motor muss jetzt sein Drehmoment erhöhen. Wie macht er das? Schauen wir dazu in den Motor hinein auf den Läufer. Die größer gewordene Last bremst den Käfigläufer zunächst aus. Der Läufer wird langsamer. Gleichzeitig bleibt die Drehzahl des Statormagnetfeldes davon völlig unberührt. Es dreht sich gleich schnell weiter. Die Synchrondrehzahl bleibt konstant. Dadurch erhöht sich die Differenz von Läufer- und Synchrondrehzahl. Die Feldlinien durch den Läufer ändern sich dadurch schneller. Folge: die im Läufer induzierte Spannung steigt, erzeugt mehr Strom, der ein stärkeres Magnetfeld mit sich bringt. Sein Magnetfeld wechselwirkt stärker mit dem Statormagnetfeld, wodurch das Drehmoment des Läufers steigt. Kurz, bremst man den Motor aus, stärkt man sein Drehmoment.
was wiederum die Drehzahl wieder pusht, so dass sie am Ende nur wenig abnimmt. Der neue Arbeitspunkt liegt also bei leicht geringerer Drehzahl, dafür aber bei größerem Drehmoment. Und weil der Asynchronmotor auch hier die maximal mögliche Leistung zeigt, die er auf Dauer erbringen kann, läuft er auch in diesem neuen Arbeitspunkt im Nennbetrieb. Zum Abschluss wieder ein Zusammenfassungsquiz. Zum Pausieren wähle die Leertaste. Der Asynchronmotor reagiert auf zwei verschiedene Arten von Lastmomenten. Welche sind das? Konstante Lastmomente und solche, die drehzahlabhängig sind. Wie nennt man das maximale Drehmoment, das der Asynchronmotor liefern kann? Kippmoment. Wie nennt man die Schnittstelle von Dreh- und Lastmomentkennlinie? Arbeitspunkt. Wie reagiert ein Asynchronmotor auf wechselnde Lastmomente? Er passt sein Drehmoment an das Lastmoment an, gleichzeitig bleibt die Drehzahl relativ stabil. Mit welcher Formel berechnet man das Nenndrehmoment eines Asynchronmotors? Mit der Gleichung P gleich M mal Omega. Was ist mit Nennbetrieb gemeint? Die Betriebsweise, bei der der Motor mit einer auf Dauer maximal möglichen Leistung arbeitet. Das Drehmoment lässt sich übrigens auch auf einen Daumen anwenden. Über ein Like würde ich mich freuen. Dir noch viel Erfolg beim Lernen. Ciao.